Ja, ich heiße Gesa, ich bin 31 Jahre alt und bin seit September letzten Jahres hier am Fraunhofer IWIS als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Davor habe ich in Hannover meinen Master gemacht. Ich habe Windenergie-Ingenieurwesen studiert und da mit dem Schwerpunkt elektrische Energiewandlung und Netzanbindung. Aber bevor ich angefangen habe, meinen Master zu machen, habe ich erst in Bielefeld meinen Bachelor gemacht. Da habe ich regenerative Energien studiert und habe da schon überlegt, dass ich gerne in der Windbranche tätig sein möchte. Und habe dann angefangen, erstmal in der Projektentwicklung von Windparks zu arbeiten. Hier am Fraunhofer IWIS bin ich in der Gruppe Leistungselektronik und Netzintegration. Vor allem meine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier ein super internationales Arbeitsumfeld und der Hintergrund von allen. Also wir haben hier halt nicht nur die klassischen Wissenschaftler sitzen, sondern wir haben hier halt auch Leute, die erst in der Wirtschaft gearbeitet haben und dann hier erst angefangen haben zu arbeiten. Klar haben wir auch welche, die direkt von der Uni gekommen sind und jetzt hier auch gerne promovieren wollen. Aber es ist halt hier alles kein Zwang, dass man sowas machen muss. Der größte Unterschied liegt, glaube ich, darum, dass man, auch wenn man ja einfach als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Gruppe tätig ist, trotzdem schon ziemlich viel Verantwortung bekommt, wenn man möchte. Zum Beispiel kann man in den einzelnen Projekten Arbeitspakete übernehmen und leiten oder aber auch ganze Projekte. Ja, ich habe jetzt meine Probezeit zu Ende gebracht, habe mich jetzt für das Frauenförderprogramm von der Fraunhofer Zentrale beworben, das nennt sich Talenta. Das Besondere an dem Programm ist, dass es dafür extra Qualifizierungsmaßnahmen gibt, also sprich bestimmte Workshops, die besucht werden können und dass wir halt Zeitressourcen bekommen, um zum Beispiel die Promotion voranzutreiben, wenn man promovieren möchte, aber man kann halt auch andere Schwerpunkte setzen, wie die Projektleitung oder die Gruppenleitung und dann wird man halt in den Bereichen speziell gefördert. Außerdem, was halt auch super an dem Programm ist, dass man sich hier intern im Fraunhofer Netzwerk aufbaut, dadurch, dass halt ein reger Austausch zwischen den Teilnehmerinnen herrscht. Ja, die Vielfältigkeit. Also ein Arbeitstag ist hier halt nicht immer gleich. Bei uns setzt sich halt die Arbeitswelt aus verschiedenen Sachen zusammen. Zum Beispiel hier im Dynalab haben wir halt schon einen fertigen Teststand. Das ist ein Gondelprüfstand und da haben wir Messkampagnen, die wir dann halt alle auch betreuen. Das heißt, wir haben halt schon abwechselnd alle paar Wochen einen Leitstandsdienst, wo man dann mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammensitzt und die Messung oder die Messkampagne dann betreut. Dann haben wir natürlich auch laufende Projekte, an denen wir weiterarbeiten. Wir planen neue Prüfstände, die gebaut werden sollen. Da bin ich in manchen Projekten in der Projektentwicklung mit. Und dann gibt es natürlich auch immer noch das Forschen, also den wissenschaftlichen Aspekt, dass wir uns bestimmte Methodiken, gerade bei der elektrischen Validierung, anschauen und gucken, was man davon verändern oder verbessern kann.